Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin es, euer MC Muffix. Wir sind hier immer noch in der schönen Arena, die wir jetzt aber gleich mal verlassen. Ich bin jetzt nochmal zu faul, um da zurückzulaufen. Wir werden ja sicher noch ein- oder zweimal, beziehungsweise genau zweimal, wahrscheinlich hier noch in die Arena gehen müssen. Also haben wir uns jetzt verdient, hier den Campus, wieder zurück zum Campus zu gehen. Beim letzten Mal haben wir es geschafft und ein bisschen zumindest mal was über die Elises nicht herausgefunden, aber wir haben es geschafft, gegen sie uns zu wappnen. Die fiese dunkle Elise, glaube ich, oder die helle Elise, eine von den beiden Elises. Zumindest hat er eine Reality-Marble erschaffen, mit der sie uns, Saber schläft, mit der sie uns ja hier ganz schön Ärger bereitet hat. Alle Schätze haben wir hätten einmal nur noch nach rechts laufen müssen, dann haben wir komplett die Arena, die zweite, auch erkundet, also werden wir hinbekommen. Sie hat eine Reality-Marble erschaffen, mit der sie uns hier einige Probleme bereitet hat. Doch, wir haben etwas herausgefunden, nämlich etwas über den Nameless Forest, den namenlosen Wald eben hier, das scheinbar der Name ihrer Reality Marble und möglicherweise ihres Noble Phantasm ist. Wir haben es geschafft, durch einen ganz einfachen Trick, indem wir einfach unseren Namen hier auf unsere Hand schreiben, haben wir es geschafft, uns in der Reality Marble klar zu werden, wer wir sind, und sind an den Elises vorbeigekommen und haben uns hier den zweiten Cypher Key geschnappt. Nun gilt nur noch herauszufinden, die letzten beiden Tage, wer Elise ist. Und ich meine, genau, das wäre jetzt auch mein Gedanke gewesen. Wer kann uns eigentlich besser helfen als Rin Tohsaka? I head toward Rin Tohsaka to thank her for her hint on how to remove the reality marble. It was a simple trick, but writing on my name on my hand kept me from disappearing into oblivion. How did it go? Were you able to put Elise's reality marble back in their toy box? Thanks to Tohsaka, I dispelled the reality marble the Elise's servant had put in place. Actually, I have something else I want to talk to Rin about, and that Elise's strength. Considering how adept Rin is at using magic through machines, she might know more about Elise. Abnormal. Well, I couldn't sense any foul play from here on campus. Perhaps the servant is skilled at building alternate worlds, but frankly, the magic needed would overload the human brain and magic circuit. Still, servants have to be filled somehow. Otherwise, they would just be a very powerful object at rest that tend to stay at rest. If what Tohsaka says is true, then whatever Elise is, it isn't human. I've heard that the data of dead people in the Seraph manifest like ghosts on occasion. A dead person's data? There are no ghosts in the moon cell, apart from those recorded on Earth. Humans don't die here, so the only virtual ghosts are echoes of angry hackers etched into electrons. Isn't it obvious? People aren't really alive here, so why would there ghosts be here? There aren't any people in here, either living or dead, just magi who've bounded their magic circuits to the virtual world and hacked in, like Rin. Even if masters die, this isn't the place their spirits will haunt. The moon cell deletes the data of defeated master and is through enough not to permit loose data. If data from any deceased person incorporates, it is immediately dismantled by the system. Anyway, the point is this: ghosts can't be created here. But someone who qualifies as previously deceased might be permitted by the moon cell. A ghost. Someone who's been dead since the very beginning. That's what she's talking about. Alright, no more chit-chat. We're enemies, don't forget it. Ach, Rin. Wir sind doch keine Feinde, wir lieben uns doch. I think about what Rin Tohsaka told me in the afternoon. A cyber ghost. If that is the case, then in the real world Elise is already dead. It's not a very happy thought, is it? But if it's true, the child only exists as a soul. What are the thoughts on asking more about the subject at the chapel? If those sisters are knowledgeable enough to perform alterations of the soul, they may know about this. Go to the chapel, not a bad idea. The sisters who do the alternation of the soul might know something. I'll try to head over there later. Saber, du bist super. Also okay. Schon wieder hat uns Rin eigentlich mal wieder hier mehr gesagt, als wir in 100 Jahren herausgefunden hätten. Boah.
Verzeiht, ich bin immer noch ein wenig erkältet. Zumindestens, so wie es aussieht, ist die gute, süße kleine Elise in Wahrheit tot. Und nur ihr Geist treibt hier Unwesen, aber sie ist schon lange tot. Also, sie ist jetzt nicht eigentlich Teil, sie dürfte doch eigentlich kein Teil hier beim Kampf um den heiligen Gral sein, aber wieso nimmt sie dann trotzdem teil, wenn sie tot ist? Das ist schon wieder so eine Sache, Mann, die muss auch kein normaler Mensch verstehen. Aber egal. Rin, meine geliebte Rin, hast du noch was zu sagen? Bitte. Oh, naja. Dann gehen wir erstmal in den ersten Stock. Tiger ist natürlich nicht da. Die ist nie da, wenn ich hier Items für sie habe, Mann. Das nervt mich eigentlich richtig. Aber nun gut. Also okay, eigentlich sollten wir auch mal was über den namenlosen Wald hier herausfinden in der Bibliothek. Müssen wir auch unbedingt hingehen. Aber jetzt erstmal auf in die Kirche und reden wir mit den mysteriösen Geschwistern hier. You're not here for an alteration? Then what are you here for? To take advantage of my free time? When I tell her I'm not looking for an alteration, Tohsaka responds with irritation. Before our mood entirely soars, I ask her about the two Elises and about ghosts. Ghosts? Well, isn't that quaint? Tohsaka becomes more animated as she turns my way and says more. What we perform on servants through their masters is a mood to their magic circuits. We sculpt their spiritual bodies in a way that maximizes the flows of energy from master to servant. I've seen those Elise girls plenty. It's not for me to say whether they're twins, but from what I can see, the girl is what people call a ghost. If she's indeed a cyber ghost, she'd have bodily limitations to the magic outputs. Without a braid to burn out, she would have no limits. Even if her soul started to break apart, she would continue to spew magic until it all burnt out. Still, for a ghost to utilize so much magic, she'd need excellent compatibility with her servants. Do you know her servant's class? Recalling the brute, I conclude that this must be a berserker. That is what I answer. A berserker? Are you sure you aren't mistaken? The servant is using a large-scale reality marble, right? That's not a berserker style. A reality marble is a highly advanced geometry. So if you think about it, a caster makes more sense. I'm sure there's more to the story though. A berserker who wouldn't use a reality marble? What does that mean? But if that's true, then what in the world is a Elise's servant? I haven't solved the mystery of the twins, but I think I know that Elise is special. Are you done asking questions? Then I'll get back to work. It may not look like it, but I'm busy. What I wouldn't give for a nice, talented underling who can make a good pot of coffee. After that, Tohsaka Azuki becomes absorbed with their purpose, tuning out everything around her. That's my cue to get lost. I offer a slight bow to Tohsaka Azuki and leave the chapel. Also stimmt doch hier meine Theorie. Uh-oh. Uh-oh, it's the mister. I don't ever want anything bad to happen to us again. Come on, Elise, let's run away. Let's run away now. Where should we go? I want to read a story, Elise. I want to, too. Let's read a story, Elise. Also ist sie definitiv ein Geist. Elise must have run away from me. Ja, okay, it won't be good to speak of Elise. Okay, ja, genau, ich will ihr folgen und ich weiß auch, wo sie ist. Ist ja eigentlich ziemlich logisch in der Bibliothek. Meine Theorie scheint sich ja wunderbar zu bewahrheiten, nämlich, dass sie Alice im Wunderland ist und dass sie ein Caster ist. Hey, ich hab's gewusst, Leute. Did the White Rabbit comes this way? Did we mistaken her for the marsh here? You're a marcher. That's mean. And what are you gonna to do after you catch the White Rabbit? Off with its head. Run, Bunny. Guess what? The White Rabbit's here. Where? How do you know? 'Cause it's been staring at us. Why is it staring? Why won't he come out and play?
No, we have to play later. You're right, we see you later. We're looking forward to playing with you. Also wenn es jetzt nicht deutlich, dass die Alice im Wunderland, die Alice aus dem Alice im Wunderland ist, ist ja klar. Uns wurde ja auch gesagt, dass Servants nicht unbedingt reale Menschen sein müssen, sondern auch eben auch aus Legenden Menschen sein können. Ich habe da einen Text übersprungen, egal. They're really amazing spirit hackers. Shinji would be nothing in comparison. They're 1 second and gone to the next, as if the system rules didn't apply to them at all. They're like ghosts. I can't see how I or anyone else, for the matter, could defeat them. That's when I realized there's a piece of paper near my foot. Though he's fuzzy near... Das muss man rückwärts lesen. So, verzeiht. Fort Uffish in as and. Warte, muss man das von ganz unten lesen. It came. Toolgate. What? And. Okay, es ist doch nicht rückwärts geschrieben. Das ist so Kauwasch. Das ist so ein Code oder sowas. He's a nie covenant Jabberwock. The dots he came. Flame of ice with the fort Hivling as troubled. Ach, keine Ahnung, ich bin überfordert. It's gibberish. Nein, es ist einfach. Na, egal. Should I go to Tohsaka again? It might learn something. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Lass die anderen für uns die Drecksarbeit machen. Ich will was über den namenlosen Wald hier herauffinden. Ach, dann geh mal zu ihr, Mann. Die übersetzt es für uns. Ist doch logisch, Mann. Das ist rückwärts geschrieben, Mann. Das sehe ich auch, Mann. Aber egal. Die braucht auch was zu tun. Oh, it's you again. I'm busy now. Keep your question short. I relate what just happened in the library and show her the code I picked up there. She frowns. Huh, again? With the quaint things? This is a mirror writing. Anyone can read this with the aid of a mirror. And don't ask me for one. Find it yourself. A mirror? There must be a mirror somewhere. I better go find one. When you were saying a little bit ago that you thought your enemy's servant was a berserker, think again. A reality marble is a tool used by a servant with low combat ability. That's not a berserker style. So tell me, which came first, the berserker or the reality marble? What sparked a realization? The berserker didn't exist before the reality marble. They are one and the same. First, I solved the mystery of this code. There must be a mirror somewhere around the campus. Wenn wir jetzt eine Frau hätten, wir das so sicher so einen kleinen süßen Spiegel dabei. Naja. Auch wenn wir das nicht haben, ich bin mir ziemlich sicher, wo wir einen Spiegel haben. Und zwar auf der Toilette. Wer hätte es gedacht, Mann? So. Das ist doch die Mädchentoilette. Leute, ich hab's gewusst, Mann. Wir müssen irgendwann in die Mädchentoilette gehen. Ich hab's doch gewusst, Mann. Ich hab's gewusst, Mann. That's right, the bathrooms. Now that I think about it, I can use the mirrors in the bathrooms. There's a mirror. I hold up the code to the mirror and try to read it. It turns out to be English. Let me see. And if Uffrus thought he stood Jabberwock with the eyes of flame, whiffled through the dirty wood and babbled as it came. 1, 2, 1, 2, the warple blade went crack. He left it dead, and with its head he went glumping back. A monster that gets deceived with a warple blade, Jabberwock. The name of the monster written on the note Alice dropped. So that means, is that her friend's name? I wonder. I might be able to learn more if I head over the library. Schade, ich wäre viel lieber auf die Damentoilette gegangen. Leute, ich habe doch irgendwann mal gesagt, wir müssen ganz sicher mal in die Mädchentoilette gehen. Wir hätten hier hingehen. Hier ist die Mädchentoilette, gell? Schade. Nee, das da unten war? Das war doch die Girls Bathroom. Ach, schade. Da hätten wir reingewissen. Das wäre viel lustiger gewesen. So. Dann schauen wir mal, was wir hier so herausfinden können. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Langweil mich nicht. Langweil mich nicht! So. Nervige NPCs. Sind selbst in dieser Welt sind es NPCs. I found a description of the Jabberwock in the Literary Encyclopedia. Should I read it? Nein, es ist ganz unwichtig. Du bist mir so einer, natürlich. The Jabberwock is a titular monster
of the poem Jabberwock by Lewis Carroll. Lewis Carroll, was hat Lewis Carroll ebenfalls geschrieben? Alice im Wunderland. Und er hat ein wenig zu viel, hier, wisst ihr, geraucht. Deswegen hat er ja so merkwürdige Sachen geschrieben. The poem appeared. And through the looking glass, the poem portrays a nameless hero's quest to slay a fearsome beast. Oh, hello, mister. What you reading? Alice suddenly appeared behind me. Alice used to like books with bunnies and mice too. I'm going to ask Alice about this Jabberwock I just read about. Is your servant's true name Jabberwock? Huh? The Jabberwock isn't a servant. The Jabberwock is my... Shh! Elise! It's a no-no to talk about! Huh? We have to go bye-bye now. We might make up from the dream if we talk too much. Yep, see you later, mister. And they're gone. But I've learned that while the monster is in fact a Jabberwock, it's not their servant. If that's true, then it's like Toka Azuki says, and Alice's servant is actually... Black-clad Alice. What's more, that servant's Alice is a caster. Does that mean they're not twins, but that the servant is a copy of the master? Although, I haven't quite gotten to the heart of the matter. I think I'm headed in the right direction. It feels like the truth is within arms to reach. Boom, 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 boom. Level 3. Okay, nachdem wir eigentlich 5 Tage nichts herausgefunden haben, geht es jetzt die letzten Tage wirklich hier Schlag auf Schlag. Ich denke, für heute reicht es auch. Wir werden jetzt noch kurz, weil Tiger ist auch nicht da, also können wir hier die Quest auch nicht abgeben. Wir haben die Cypher Keys, die beiden. Überprüfen wir das nochmal. Immer schön, dass das hier im Menü gleich angezeigt wird. So, passt, okay. Wir werden ganz kurz in die zweite Arena gehen, werden kurz die 100% der Karte aufdecken und dann werden wir den Tag gleich hier beenden, weil wir haben alles in der Arena. Wir sind Level 21, damit haben wir ein gutes Level. Und das ist eh jetzt nicht unser Ziel hier, irgendwas Großes zu machen. Ich würde nur ganz gerne einen einzigen Kampf machen, ne? Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mal sehen will, was für coole Fähigkeiten jetzt Saber seht. Nur weil ich vorher diesen Dreiecksweg nicht gegangen bin. So, dann laufen wir und laufen wir und laufen wir und laufen wir und jetzt... sollten wir die 100% der Karte entdeckt haben. So. Mein Websen-Freund, komm her. Gerne, ich möchte mal nämlich meine neuen Skills testen, was wir da Schönes jetzt freigeschaltet haben. Hau mal einfach mal alles gut raus, Mann. Wäre jetzt lustig, wenn wir Game Over gehen. So, von 4. Absorbs enemy SP when using break. The damage will increase. Inflicts physical damage to an enemy. Machen wir mal das da. Der wird wahrscheinlich nach einer Attacke heraus down sein, aber egal. Archery Applause. Scheiße, er hat nur 7 Leben. Okay, und dann nochmal. Whale of Petals. Zack. So sollte man jeden Kampf einfach abschließen, Mann. Okay. Mehr müssen wir jetzt auch nicht mehr machen, Mann. Ich will jetzt kein Level aufsteigen, Mann. Das spielt jetzt keine Rolle, Mann. Müsst ihr ja nochmal hier 10 von diesen merkwürdigen Flieger-Dingern besiegen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Und mit 21 sollten wir eigentlich gewappnet sein. Ich meine, Anforderung ist Level 18, also sollte das schon passen. So, ja, verlassen wir bitte. Danke. Vielen Dank. Servus. Genau, Saber, nimm du ein Bad und wenn wir dich dabei überraschen, wirst du uns wahrscheinlich töten und das Spiel ist vorbei. Gut möglich. Ich Saber, schlaf nicht, Mann. Wir haben heute voll viel erreicht. So habe ich 100%. Genau. So, wir haben alle Informationen gesammelt. Sind wir jetzt nicht im Endeffekt fertig? Leute, Mann, wir sind einfach ernsthaft fertig, Mann. Fällt mir nur mal gerade so auf, Mann. Wir haben alle Informationen, wir haben die Cypher Keys, wir haben 100% der Karte. Wieso gibt es dann den morgigen Tag noch? Naja, werden wir sicher gleich herauffinden. Vielleicht passiert ja was Schlimmes wieder. Obwohl, ich hatte genug Schlimmes für eine Woche, Mann. Ein Tag. Und dann ist es vorbei. I need to track down Elise and see if my theory is correct or not. And I better do this as soon as I can. There isn't much time left. Ja, Mai, wir haben jetzt noch ein Event und dafür müssen wir ja die Sachen dann zusammenfügen. Und das können wir aktuell ja nicht. Ich hoffe nur Tiger ist da. Ja, genau, dann geben wir ihr dein Eis. Wow, how many chunks of ice did you get to me? Not that I'm complaining, mind you. Crotized, ja, und hier.
Und Intense Burner. Jetzt geht's aber richtig bergauf. Ja. Und was sollen wir jetzt noch an dem Tag machen? Ich meine, wir können versuchen hier Elise nochmal zu finden. Ne? Und das war's. Gehen wir mal in den Shop. Nein, warte mal. Bevor wir in den Shop gehen. Equipment. So, Phoenix Scarf. Was habe ich denn hier noch? Ich habe nämlich was gefunden. Im Spell. Master MP increased by 50. Negatives a single stat buff. Na, ist eigentlich nicht so geil. Ich meine, da habe ich zwar mehr Mana. Damage an Enemy and Stun. Das ist halt einfach immer noch der beste Skill. Slightly heals 7 HP, Mann. Das ist auch... Ich brauche einfach nichts anderes, Mann. Ich meine, ich brauche im Endeffekt auch zu sagen gerade gar nichts, aber... Schauen wir mal. Wir gehen eigentlich ziemlich selten in den Shop, Mann. So, Items. Ich könnte mal ein paar... Mabo-Tofu. Da muss ich denken, weil der Max hat sein Fate-Universum... von was haben wir? Nur Ether. Ah, nee, brauchen wir nicht mehr. Das bräuchte ich, aber das kostet mir ein bisschen viel. Ja, okay, wir haben 7 Stück, Mann. Da müssen wir uns nichts kaufen. Muss ich nämlich hier sagen, ich habe mein Fate-Wissen nämlich ein wenig erweitert. Ich habe mir nämlich Fate Calculator angeschaut. Ist einige Zeit her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Und da muss ich ja immer denken, da gibt es ja den Kotomine auch in der Parallelwelt in der aktuellen Staffel. Oh, da ist die gute Lisa. Und da macht er mal sein merkwürdiges Curry, Mann, was so übelst scharf und eklig ist und die arme Ilia da immer von was ins Koma fällt. Ziemlich amüsant. There she is. I can see her big, proofy skirt at the end of the hallway. It's Elise. I have to question her. Who knows if she'll answer me though. Hi there, mister. Is something wrong? You look all scully. Elise looks puzzled. I blurt out what's in my head. Does your mirror? I'm Elise through the looking glass. I'm the story she reads. The answer catches me by surprise. My heart clenches in my chest. I am not Elise. I am Elise, servant of the girl called Elise. I'm the friend that Elise wished for, and the Holy Grail granted. The Jabba book is awesome, my friend. Yes, but it is not a servant. Elise created it. That Elise is my servant. Elise is Elise. Elise is Elise. This is disorientating. I'm not even sure which one I'm talking to. Mirror images? The two of them are mirror images of the other's reflections? Elise's dreams take shape in the mirror world? Story dreams? Where her servant is a protagonist? So that's it. Her servant is the protagonist of her story. No. A vengeful character turned warrior. The girl is grinding up at me. Look like none of these faces here. So then, see you tomorrow, mister. We play the best games together. Oh, I can't wait. Elise waits off, a smile playing innocently on her face. Can I defeat her? But if I don't win, I'll be the one to disappear. I glance at the arena door acceptantly. Leute, natürlich werden wir sie besiegen. So. Es gibt nichts mehr zu tun, Mann. Wir gehen in die Arena und verlassen diese sofort wieder. Wir haben alles herausgefunden, was wir über Elise herausfinden konnten. Ich dachte zwar jetzt, sie ist Alice aus dem Wunderland und irgendwie glaube ich es zwar immer noch, aber ich bin mir zumindest sicher, dass sie ein Cast ist. Ich meine, wurde uns ja eigentlich aufgebunden. Und ich hoffe auch, da bin ich mir aber nicht so sicher, dass wir sie besiegen werden. Leute, Zeit für den nächsten Duelltag. Well now, we've come to learn the identity of the child before the elimination battle. She may be dead, but any sort of sympathy would be absurd, okay? She's an opponent, you must fight. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Leben oder sterben, das sind die einzig beiden Optionen, die wir haben. So, speichern wir. Und dann, Leute, steht uns unser bis jetzt härtester Kampf an. Shinji war hart. Dan war traurig zu besiegen und noch härter. Aber nun erwartet uns der Kampf gegen ein kleines Mädchen, was in Wahrheit tot ist. Kotomine, today is the elimination battle. I trust that your preparations went smoothly. Super smoothly. I turned toward the voice coming from behind me. It wears the clothes of a priest, which in the end only makes this night trunk more jarring. Come to the first floor when ready.
You can do something trifling like stop by the commissary if needed. Apparently finished, he opens the door and lets himself out. In preparation for the elimination battle, I should go to the chapel and the commissary. Or I could go to my personal room and sort out the information on the enemy servant. And then, once that's in order, I go to where Kotomini is. Ja, gut. Kotomini, servus. Okay. 32. Warte. Erst waren es 128, dann 64 und nun nur noch 32. Und nach dem heutigen Tag werden nur noch 16 Menschen am Leben sein. Naja, muss ich mir nicht zu viel Namen merken. Saber, du glaubst an mich, oder? Okay, gut, du glaubst nicht an mich. Nun gut, Organize your information. Okay. It's time. If I don't overcome my smiling precious enemy, the flame of life that will be snuffed out of my own. Kill or be killed. Both choices are terribly cruel, but I cannot lose. It wouldn't be good to review all the things that have happened this week, one by one. It would be good. Not it would be not good. First, there was the friend who turned out a monster. I thought it was... Ja, es war ein Berserker, aber es ist ja nicht wirklich sie. Naja. Right from the fiercest intensity, the Elise friend displayed. I was positive it was a Berserker. Next, Elise created a reality marble in the arena. It was a reality marble, so large it blanked half the arena. It had the ability to... Ja, unsere Gedanken zu löschen. Retard the motion exists. Shrink your body, das war lustig. Remove you from existence, genau. That's right, Elise proclaimed that inside of it, people would forget their names. Then I forgot they existed entirely. It was scary. However, if I was to believe that the monster was her servant, then the Elise would be twin masters. According to the rules established by the Holy Grail, there can be only one master per servant. So then, how could there be two Elises and a summoned monster? The answer to the puzzle is... The monster is the master. Das wäre ich auch ziemlich cool. Both Elises are actually one person? Nein. One of the Elises is the servant. Das habe ich nämlich anfangs auch gedacht, dass das irgendwie beides dieselben sind, aber ja, es ist so. Tohaka pointed out to me the berserkers are incapable of using reality marbles. Then, while I was researching in the library, Elise herself said that the Jabberwock wasn't her servant. Here's my thought. It's all the same thing. The Jabberwock, the reality marble, they're part of the noble phantasm created by the other Elise. Oh, lovely. Okay, ich bin bereit, Mann. So, dann sind wir... Okay, jetzt kommt übrigens die Enthüllung. And then, there's the fact that Elise's very essence seems to mingle with her servants. Elise's servants can't exist without Elise's dreams, and Elise can't live without her servant. Which makes sense if she's been dead, probably a long time. Elise is stuck in a dream, always trying to grant her own last wish. Elise's servant's identity is the best described as a channel through which Elise's dreams manifest. Also, im Endeffekt, um es so zu sagen, es stimmt zwar eigentlich, wenn man sagt, Elise ist Elise, weil die Elise, die erschaffen wurde, ist ja die Vorstellung, der Traum, das, was noch übrig ist von der wahren Elise. Also wenn man sagt, Elise, ist das wirklich gar nicht so falsch. Wenn man sagt, dass es dieselbe Person ist. Leute, Rin, krieg ich noch einen Kuss von dir? Nicht, oder? Okay. Ohne Kuss ist es nun Zeit, ja, eine Tote wirklich über den Jordan hier zu bringen und ein für alle Mal ihr Leben zu beenden. Traurig aber wahr, uns bleibt aber keine andere Möglichkeit. Und deswegen werden wir beim nächsten Mal Elise bekämpfen. Bis dann verabschiede mich. Ich war euer Mafix und bis zum nächsten Mal. Ciao.